Hallo, Nico hier von Nikolai kommt Trompetentraining. Heute wieder zu einem Frage-Antwort-Video. Victor hat sich gemeldet zum Thema Buzzing. Sein Problem ist, dass er die Oberlippe über die Unterlippe schiebt, beziehungsweise sein Unterkiefer weicht etwas nach hinten aus und dementsprechend geht die Oberlippe eben über die Unterlippe. Das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Und wenn man jetzt buzzt, schwingen natürlich nicht beide Lippen, sondern es entsteht nur dieses Buzzing-Geräusch zwischen Haut des Kinns bzw. der Innenseite der Oberlippe. Also das hat mit Buzzing, so wie wir es als Trompeter brauchen, natürlich nichts zu tun. Wichtig ist bei diesen Übungen, Victor, dass du erstmal die Ausgangsposition natürlich nimmst. Das heißt, So, wenn wir jetzt anfangen, von hinten nach vorne die Luft strömen zu lassen, achte darauf, dass deine Zunge hinter den unteren Schneidezähnen ist. Das heißt, wenn du sprechen würdest, wäre das Lispeln. So würde sich das dann anhören. Wenn ich jetzt die Lippen versuche einschwingen zu lassen, und das mache ich ganz locker und ganz vorsichtig, kommt zu Beginn erstmal dieses Luftströmgeräusch und danach fangen die Lippen an, langsam sich einzuschwingen. Ich mache es euch einmal vor. Also erst ein leichter Luftstrom und danach starten die Lippen schon mit der Schwingbewegung. Wir machen das Ganze jetzt ohne diesen Luftstrom zu Beginn. Das heißt, die Lippenposition ist erstmal geschlossen. Die Luft kommt von hinten. Bitte wieder die Zungenspitze beachten. Und danach sollte das Buzzing-Geräusch gleich von vornherein starten. Und dann passiert genau das, was wir möchten, nämlich ein lockeres und angenehmes Schwingen der Lippen. Natürlich wird es etwas kribbeln, etwas kitzeln, aber das ist ganz natürlich, darf auf jeden Fall nicht irritiert sein. Das bringt eben diese Schwingbewegung einfach mit sich. Wie Victor beschrieben hat, er kann Töne auf dem Mundstück spielen, dann empfehle ich dir auch die Bewegung, dass du bei Buzzing-Tönen auf dem Mundstück das ganz langsam, und dann spreche ich jetzt von absoluter Zeitlupe, dieses Mundstück wegziehst von deinen Lippen. Also nochmal in Zeitlupe. Und wichtig ist, dass du immer am Pusten bleibst. Das heißt, die Lippen sollen idealerweise, wenn sich das Mundstück von den Lippen löst, weiterschwingen. Ich mache es euch einmal vor. Da gibt es immer diesen Moment, wenn das Mundstück sich anfängt von den Lippen zu lösen, dass die Lippen eventuell blockieren bzw. zu weit offen sind und dann nur noch Luft strömt oder man einfach aufhört. Also da ganz wichtig für dich nochmal ins Bewusstsein rufen, das Mundstück geht von den Lippen weg, wir versuchen aber weiter zu buzzen. Was du nicht machen solltest, ist, wenn du buzzst und die Lippen schwingen, das Mundstück wieder an die Lippen zurückzuführen. Das macht keinen Sinn. Wir treffen mit der Bewegung nicht den Fleck, wo unser Mundstück normalerweise sitzt, und dann trainieren wir uns eventuell noch was Eigenartiges an. Also immer wegziehen, aber nicht mehr zurückführen. Und das Ganze natürlich in Zeitlupe. Ich sage es extra so oft, weil man sieht es ganz oft, dass es einfach weggerissen wird und das macht dann keinen Sinn. Also mach es wirklich ganz langsam mit weicher Luft, ganz locker und in Zeitlupe. Du kannst das Ganze natürlich auch, wenn du zum Beispiel keine Töne auf dem Mundstück spielen solltest, natürlich auch anhand von der Trompete machen. Das heißt, du ziehst dann die Trompete weg. Wir nehmen uns einen bequemen Ton, G1 wie Standard, unser Standardton, und dann ziehen wir eben das ganze Instrument weg. Wichtig dabei ist immer, dass du auch hier schon den Tonbeginn ganz, ganz weich und locker spielst. Dann ist es nämlich leichter, die Trompete, das Mundstück, dann von den Lippen wegzuziehen. Los geht's. Und auch da kann man genau das machen wie mit dem Mundstück gerade eben, also Instrument wegziehen, die Töne brechen dann natürlich nach unten, das ist ganz klar, aber immer dranbleiben, weiter pusten und kontrollieren, ob deine Lippen, auch nachdem das Mundstück die Lippenposition verlassen hat, weiter schwingen. Eine gute Übung ist auch immer die Zettel an die Wand Pustübung. Das ist jetzt kein Allheilmittel, aber um zum Beispiel den Luftstrom zu fixieren, dafür hilft uns eben der Zettel, wenn wir den an die Wand hängen, auf Mundhöhe, dann ein kleiner Abstand, einatmen und den Zettel an die Wand pusten, dann fokussieren wir unseren Luftstrom eben auf diesen Zettel. Wenn der Luftstrom den Zettel nicht trifft, fällt er eben auf den Boden, und so kann man dann den Luftstrom in eine Richtung trainieren, und das unterstützt uns natürlich nicht nur beim Trompetespielen, sondern auch beim Buzzing. Das ist eine ganz klare Angelegenheit, also unbedingt diese Buzzing-Übung auf diese Art versuchen, Victor, aber immer auch die Zettel an die Wand Pustübung, die schadet sowieso prinzipiell nie. Pass aber immer auf, dass du gut atmest, und die Öffnung muss natürlich jetzt etwas größer sein. Das heißt, wir buzzen nicht, dass der Zettel an der Wand hängt, sondern wir pusten
mit einem Ü-Laut, wie du gerade eben gehört hast. Also den Zettel an die Wand und dementsprechend fokussieren wir eben unseren Luftstrom auf diesen Zettel. Victor, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Allen anderen wünsche ich natürlich auch viel Erfolg beim Buzzing, beim Trompetespielen, beim Musizieren. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Lasst am Ende noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Bis nächste Woche. Ciao, euer Nico.